Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal eifersüchtig auf meine eigene Schwester sein würde. Aber manchmal, spät in der Nacht, wenn ich allein in meinem Zimmer sitze, kann ich nicht aufhören daran zu denken. Mein Name ist Emma. Ich bin 24 Jahre alt und lebe mit meinen Eltern und meiner älteren Schwester Lily in einer kleinen Stadt. Unser Haus ist klein und alt, aber es fühlt sich warm und sicher an. Wir haben 3 Schlafzimmer, eine kleine Küche und ein Wohnzimmer, in dem wir jeden Abend zusammen essen. Lily ist 3 Jahre älter als ich und, ehrlich gesagt, lieben die Leute sie. Sie ist schön, selbstbewusst und kann mit jedem gut reden. Wenn sie einen Raum betritt, lächeln die Menschen sofort. Sogar meine Eltern wirken glücklicher, wenn sie in der Nähe ist. Ich war schon immer die Ruhige. Ich lese gern Bücher, höre leise Musik und mache Spaziergänge allein. Ich mag keine lauten Orte oder große Gruppen von Menschen. Manchmal werde ich nervös, wenn ich mit Fremden spreche, deshalb bleibe ich meistens still. Jeden Morgen wache ich vor allen anderen auf. Gegen 7 Uhr gehe ich in die Küche und helfe meiner Mutter beim Frühstück. Die Küche ist mein Lieblingsort im Haus. Es riecht nach Tee, Brot und warmem Essen. Am frühen Morgen fühlt sich alles friedlich an. Meine Mutter und ich arbeiten ruhig zusammen. Ich mache Tee, während sie kocht. Manchmal reden wir überhaupt nicht. Dann wacht Lily auf. Und irgendwie verändert sich das ganze Haus. »Guten Morgen, Schatz«, sagt meine Mutter mit einem großen Lächeln, sobald Lily die Küche betritt. Lily lächelt zurück und setzt sich an den Tisch, während meine Mutter schnell ihr Frühstück genauso vorbereitet, wie sie es mag. Ich sitze auch dort, aber manchmal fühle ich mich unsichtbar. Meine Mutter stellt Lily viele Fragen. Wie läuft die Arbeit? Bist du müde? Hast du gut geschlafen? Sie lachen zusammen, während ich still mein Frühstück esse. Normalerweise sagt meine Mutter zu mir nur, »Emma, beeil dich, sonst kommst du zu spät.« Ich weiß, dass das kleine Dinge sind. Aber wenn kleine Dinge jeden einzelnen Tag passieren, beginnen sie weh zu tun. Ich arbeite in einer kleinen Buchhandlung in der Nähe unseres Hauses. Ich liebe meine Arbeit wirklich, weil es dort ruhig und friedlich ist. Die Besitzerin, Frau Carter, ist eine ältere Frau mit freundlichen Augen und einer sanften Stimme. Jeden Morgen lächelt sie und sagt, »Guten Morgen, Emma.« Manchmal fühlt sich diese einfache Begrüßung wärmer an als alles, was ich zu Hause höre. An den meisten Tagen ordne ich Bücher, helfe Kunden und lese während der ruhigen Stunden. Es ist keine aufregende Arbeit, aber sie macht mich glücklich. Lillys Leben ist völlig anders. Sie arbeitet in einer großen Firma in der Stadt. Sie trägt elegante Kleidung, hat immer ihren Laptop dabei und spricht ständig über Meetings und wichtige Projekte. Beim Abendessen hören alle aufmerksam zu, wenn Lily spricht. Mein Vater fragt sie nach der Arbeit. Meine Mutter lächelt stolz, wenn Lily Geschichten erzählt. Währenddessen sitze ich still mit meinem Teller da und warte auf eine Gelegenheit, etwas zu sagen. Manchmal möchte ich auch von meinem Tag erzählen, vielleicht von einem Kunden, der mich zum Lachen gebracht hat, oder von einem schönen Roman, den ich in der Buchhandlung entdeckt habe. Aber irgendwie fragt niemand danach. Also bleibe ich still.
Nach dem Abendessen sitzt Lilly meistens neben meiner Mutter im Wohnzimmer. Sie schauen zusammen fern und lachen über Dinge, die ich nicht verstehe. Ich gehe normalerweise zurück in mein Zimmer. An manchen Abenden lese ich. An anderen sitze ich einfach nur da und denke nach. Die Wahrheit ist, ich liebe meine Mutter sehr. Sie arbeitet jeden Tag hart. Sie kocht für uns, putzt das Haus und kümmert sich um alle. Aber tief in mir gibt es eine stille Traurigkeit, die ich nicht erklären kann. Manchmal fühlt es sich so an, als würde meine Mutter Lilly mehr lieben als mich. Ich habe lange versucht, dieses Gefühl zu ignorieren. Ich sagte mir immer wieder, dass ich mir alles nur einbilde. Doch eines Abends passierte etwas Kleines, das ich nicht vergessen konnte. An diesem Tag kam ich völlig erschöpft von der Arbeit nach Hause. Mein Kopf tat weh und mein ganzer Körper fühlte sich schwach an. Langsam ging ich in die Küche und sagte leise: »Mama, mir geht es nicht gut.« Sie sah mich kurz an und antwortete: »Geh in dein Zimmer und ruh dich aus.« Dann kochte sie weiter. Ich nickte nur und ging nach oben, ohne etwas zu sagen. Etwa 20 Minuten später kam Lilly nach Hause. »Mama, ich bin heute total erschöpft«, beschwerte sie sich dramatisch. Sofort lief meine Mutter zu ihr. »Oh nein, setz dich hin, ich mache dir einen Tee«, sagte sie besorgt. Ich hörte alles aus meinem Schlafzimmer. Ich starrte an die Decke und spürte etwas Schweres in meiner Brust. Vielleicht klingt das kindisch. Vielleicht bin ich zu empfindlich. Aber in diesem Moment fühlte ich mich völlig unwichtig. Ein paar Tage später brachte meine Mutter nach dem Abendessen 2 Stücke Schokoladenkuchen mit nach Hause. Ein Stück war groß und hatte extra viel Sahne obendrauf. Das andere war viel kleiner. Ohne nachzudenken, gab sie das größere Stück Lilly. »Das ist dein Lieblingskuchen«, sagte sie glücklich. Dann gab sie mir das kleinere Stück. »Das reicht für dich.« Ich zwang mich zu lächeln. Aber später in dieser Nacht, als ich allein vor dem Spiegel stand, flüsterte ich leise etwas, das ich mir lange nicht eingestehen wollte. Ich glaube, meine Mutter liebt Lilly mehr als mich. In dieser Nacht konnte ich kaum schlafen. Ich lag im Bett und starrte an die Decke, während das Ticken der Uhr das ganze Zimmer erfüllte. Tick, tick, tick. Das Haus war still, aber mein Kopf war voller Gedanken. Ich dachte immer wieder an den Kuchen vom Abendessen. Tief in mir wusste ich, dass es nicht wirklich um den Kuchen ging. Es ging um all die kleinen Momente, die mich seit Jahren verletzten. Kleine Dinge, leise Dinge. Die Art, wie meine Mutter Lilly mehr anlächelte. Die Art, wie sie aufmerksam zuhörte, wenn Lilly sprach. Die Art, wie ich mich immer vergessen fühlte. Ich drehte mich auf die Seite und umarmte mein Kissen fest. Meine Brust fühlte sich schwer an, als würde ich etwas Schmerzhaftes tragen, das niemand sehen konnte. Am nächsten Morgen wachte ich wie immer früh auf und ging in die Küche. Meine Mutter war schon dort und machte Frühstück. »Guten Morgen, Mama«, sagte ich leise. »Morgen«, antwortete sie, während sie Gemüse schnitt. Sie sah mich nicht einmal an. Ich wollte etwas sagen. Ich wollte erklären, wie ich mich innerlich fühlte. Aber die Worte blieben in meinem Hals stecken. Also blieb ich wieder still. Ein paar Minuten später kam Lilly mit einem strahlenden Lächeln in die Küche. »Guten Morgen«,
sagte sie fröhlich. Meine Mutter drehte sich sofort zu ihr um und lächelte warm. »Guten Morgen, Schatz.« Ich beobachtete sie schweigend, während ich Tee machte. Dieses vertraute Gefühl kam wieder zurück. Beim Frühstück beschloss ich, etwas Neues zu versuchen. »Mama, gestern in der Buchhandlung.« Bevor ich meinen Satz beenden konnte, begann Lilly aufgeregt zu sprechen. »Mein Chef hat gesagt, dass ich gestern großartige Arbeit geleistet habe.« Die Augen meiner Mutter leuchteten sofort auf. »Wirklich? Das ist wunderbar!« Sie redeten weiter, während ich langsam auf meinen Teller hinunterblickte. Niemand bemerkte, dass ich aufgehört hatte zu sprechen. Später ging ich unter einem grauen, bewölkten Himmel zur Arbeit. An diesem Tag fühlte sich alles schwer an. Als ich in der Buchhandlung ankam, sah Frau Carter mich aufmerksam an. »Emma, geht es dir gut?« fragte sie sanft. Ich zwang mich zu einem kleinen Lächeln. »Mir geht's gut. Ich bin nur müde.« Aber sie schien mir nicht zu glauben. »Du siehst heute traurig aus«, sagte sie leise. Ihre Freundlichkeit brachte mich fast zum Weinen. Für einen Moment wollte ich ihr alles erzählen, aber ich war noch nicht bereit dazu. Also blieb ich still und arbeitete weiter. Gegen Mittag kam ein kleines Mädchen mit seiner Mutter in die Buchhandlung. Das Mädchen rannte begeistert zur Kinderbuchabteilung. »Mama, schau dir dieses Buch an«, sagte sie glücklich. Ihre Mutter setzte sich neben sie und lächelte warm, während sie zusammen lasen. Ich beobachtete sie von der anderen Seite des Raumes. Etwas in mir tat wieder weh. An diesem Abend kam ich leise nach Hause zurück. Bevor ich das Wohnzimmer betrat, hörte ich meine Mutter mit Lilly sprechen. »Ich bin so stolz auf dich«, sagte meine Mutter. »Du warst schon immer etwas Besonderes.« Ich blieb einige Sekunden an der Tür stehen und wartete darauf, meinen Namen auch zu hören. Aber ich hörte nichts. Schließlich ging ich hinein. »Oh, Emma, du bist zu Hause«, sagte meine Mutter ganz normal. Wir setzten uns zum Abendessen, aber diesmal fühlte sich etwas in mir anders an. Ich war müde davon, so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Meine Hände fühlten sich kalt an, als ich meine Mutter ansah. »Mama«, sagte ich leise. Sie blickte auf. »Ja?« Ich holte tief Luft. »Liebst du Lilly mehr als mich?« Der ganze Raum wurde still. Mein Vater hörte auf zu essen. Lilly sah schockiert aus. Meine Mutter starrte mich ungläubig an. »Was ist das denn für eine Frage?« fragte sie. Meine Stimme zitterte, aber ich sprach weiter. »Ich fühle mich manchmal einfach unsichtbar. Du redest mehr mit Lilly. Du sorgst dich mehr um sie. Und wenn ich etwas brauche, fühlt es sich anders an.« Meine Augen füllten sich mit Tränen. »Ich gebe mir Mühe, Mama, wirklich.« Ein paar Sekunden lang sagte niemand etwas. Dann seufzte meine Mutter leise. »Emma, du denkst zu viel nach«, sagte sie. »Du bist zu empfindlich.« Ihre Worte taten mehr weh, als ich erwartet hatte. Ich senkte den Blick auf meinen Teller. »Ich will dir keine Vorwürfe machen«, flüsterte ich. »Ich möchte mich einfach auch geliebt fühlen.« Nach dem Abendessen stand meine Mutter plötzlich vom Tisch auf. »Ich möchte darüber nicht weiterreden«, sagte sie kalt. »Ich bin müde.« Dann nahm sie die Teller und
ging in die Küche, als wäre nichts passiert. Das Gespräch war sofort beendet. Ich blieb wie erstarrt auf meinem Stuhl sitzen und starrte auf den Tisch. Vor ein paar Minuten hatte ich noch gedacht, dass ehrliches Reden endlich alles besser machen würde. Aber stattdessen fühlte ich mich noch einsamer. In dieser Nacht saß ich still in meinem Zimmer, ohne zu weinen. Ich schaute mich einfach nur in meinem kleinen Raum um, mein Bett, meine Bücher, die kleine Lampe neben dem Fenster. Jahrelang war dieses Zimmer mein sicherer Ort gewesen. Doch plötzlich fühlte es sich nicht mehr wie ein Zuhause an. Am nächsten Morgen ging alles ganz normal weiter. Meine Mutter machte Frühstück. Lilly sprach über ihre Arbeit. Mein Vater las Nachrichten auf seinem Handy. Und mir wurde etwas Schmerzhaftes klar. Nichts würde sich ändern. Bei der Arbeit konnte ich mich nicht richtig konzentrieren. Ich dachte ständig über mein Leben nach und darüber, wie leer ich mich innerlich fühlte. Ich war nicht mehr wütend. Ich war einfach nur müde. Müde davon, unsichtbar zu sein. An diesem Nachmittag war es ruhig in der Buchhandlung. Ich saß hinter dem Tresen und tat so, als würde ich lesen, während sich meine Gedanken weiter im Kreis drehten. Dann kam Mrs. Carter herüber und setzte sich neben mich. »Du bist in letzter Zeit sehr still«, sagte sie sanft. Ich lachte leise. »Ich bin immer still.« »Ja«, lächelte sie. »Aber diesmal fühlt es sich anders an.« Ich blickte auf meine Hände hinunter. Für einen Moment wollte ich wieder schweigen wie immer. Doch etwas in mir öffnete sich endlich. Ich glaube nicht, dass meine Familie mich wirklich sieht, gab ich leise zu. Mrs. Carter hörte aufmerksam zu, während ich ihr alles erklärte, wie ich mich immer weniger wichtig als Lilly fühlte, wie sehr ich versuchte, meine Mutter stolz zu machen und wie unsichtbar ich mich zu Hause fühlte. Als ich fertig war, schwieg sie ein paar Sekunden. Dann sagte sie etwas, das ich niemals vergessen werde. »Emma, still zu sein macht dich nicht weniger wertvoll.« Ich sah zu ihr auf. »Du bist freundlich«, fuhr sie fort. »Du arbeitest hart. Du kümmerst dich aufrichtig um andere Menschen. Diese Dinge sind wichtig.« Ihre Worte trafen mich stärker, als ich erwartet hatte. Noch nie hatte mich jemand so beschrieben. Ich spürte, wie sich meine Augen mit Tränen füllten, aber diesmal waren sie anders. Keine Tränen der Traurigkeit. Etwas Wärmeres, etwas Hoffnungsvolles. An diesem Abend bemerkte ich auf dem Heimweg, wie sich der Himmel orange färbte, während die Sonne langsam hinter den Gebäuden verschwand. Normalerweise achtete ich nie auf solche Dinge. Ich war immer zu beschäftigt damit gewesen, Liebe von anderen Menschen zu verdienen. Doch zum ersten Mal blieb ich stehen und schaute mich einfach um. Und eine Frage kam mir in den Sinn. Was wäre, wenn ich mir selbst ein glücklicheres Leben aufbauen könnte? Dieser Gedanke machte mir zuerst Angst. Ich hatte mein ganzes Leben bei meiner Familie gewohnt. Das Zuhause zu verlassen fühlte sich unmöglich an. Doch ein anderer Teil von mir fühlte sich seltsam ruhig. Vielleicht brauchte ich einen Neuanfang. In dieser Nacht saß ich mit meinem Laptop auf dem Bett und suchte nach kleinen Wohnungen in der Nähe der Buchhandlung. Meine Hände zitterten, während ich durch die Anzeigen scrollte.
einige Wohnungen waren zu teuer, andere sahen schrecklich aus. Dann fand ich ein winziges Zimmer zur Miete, nur 15 Minuten von der Arbeit entfernt. Es war einfach und günstig, aber irgendetwas daran fühlte sich friedlich an. Am nächsten Tag rief ich die Nummer an. Eine freundliche Frau meldete sich und lud mich ein, das Zimmer nach der Arbeit anzusehen. Als ich dort ankam, bemerkte ich, wie klein es war. Es gab nur ein Bett, einen Schreibtisch und ein kleines Fenster in der Ecke. Aber die Stille fühlte sich anders an als die Stille zu Hause. Diese Stille fühlte sich ruhig an, sicher. Zum ersten Mal seit Jahren stellte ich mir ein Leben vor, in dem ich mich nicht ständig mit jemand anderem vergleichen musste. Ich würde das Zimmer gern nehmen, sagte ich leise. An diesem Abend kehrte ich nervös, aber seltsam stark nach Hause zurück. Beim Abendessen sprach ich schließlich. Ich habe einen Ort zum Wohnen gefunden, sagte ich ruhig. Ich ziehe nächste Woche aus. Alle sahen mich schockiert an. Warum würdest du das tun? Fragte meine Mutter sofort. Ich holte tief Luft. Weil ich Abstand brauche, antwortete ich ehrlich. Ich muss herausfinden, wer ich außerhalb dieses Hauses bin. Du übertreibst, sagte meine Mutter. Doch diesmal zerstörten mich ihre Worte nicht. Nein, antwortete ich leise. Ich höre endlich auf mich selbst. Der Raum wurde wieder still. Ein paar Tage später packte ich meine Bücher, meine Kleidung und meine kleine Lampe in Kartons. Am Morgen meines Auszugs umarmte mich mein Vater fest. Pass auf dich auf, flüsterte er. Auch Lilly umarmte mich. Dann sah ich meine Mutter an. Sie stand mit verschränkten Armen neben der Tür. Mach, was du willst, sagte sie leise. Ihre Worte taten immer noch weh, aber nicht genug, um mich aufzuhalten. Ich trat mit meinen Taschen nach draußen und atmete lange und tief ein. Die Luft fühlte sich frisch an, neu. Zum ersten Mal seit sehr langer Zeit fühlte ich mich frei. In dieser Nacht lag ich allein in meinem neuen Zimmer und lauschte der Stille um mich herum. Zuerst machte sie mir Angst. Doch dann erinnerte ich mich an Mrs. Carters Worte. Still zu sein macht dich nicht weniger wertvoll. Ich schloss langsam die Augen und flüsterte zu mir selbst, ich verdiene auch Glück. Und zum ersten Mal seit Jahren schlief ich endlich friedlich ein. Am nächsten Morgen fiel Sonnenlicht durch mein kleines Fenster und weckte mich langsam auf. Für ein paar Sekunden vergaß ich, wo ich war. Dann schaute ich mich in meinem kleinen Zimmer um und lächelte. Dieser Ort war schlicht. Nur ein Bett, ein kleiner Tisch und ein Stuhl am Fenster. Aber er fühlte sich friedlich an. Zum ersten Mal seit langer Zeit fühlte sich auch mein Kopf ruhig an. Ich stand auf, machte Tee und Toast und setzte mich allein an meinen Tisch. Normalerweise hätte es mich einsam gemacht, allein zu essen. Aber diesmal nicht. Diese Stille fühlte sich sanft an. Nach dem Frühstück ging ich wie immer zur Buchhandlung. Die Straßen sahen gleich aus, aber ich bemerkte Dinge, die ich vorher ignoriert hatte. Das Zwitschern der Vögel, die kühle Morgenluft, die Bäume, die sich im Wind bewegten. Es fühlte sich an, als würde ich endlich leben, anstatt nur zu überleben. Als ich die Buchhandlung betrat, lächelte Mrs. Carter mich herzlich an. »Du siehst heute glücklicher aus«,
sagte sie. Ich lächelte zurück. Ich glaube, das bin ich auch. Die Tage vergingen langsam. Mein Leben wurde auf eine neue Weise einfach. Tagsüber arbeitete ich, abends kochte ich für mich selbst und verbrachte ruhige Abende damit, neben meinem Fenster Bücher zu lesen. Manchmal fühlte ich mich immer noch traurig, aber es war nicht mehr diese schwere Traurigkeit, die jeden Tag in meiner Brust blieb. Eines Abends nach der Arbeit ging ich an einem kleinen Café in der Nähe meiner Wohnung vorbei. Normalerweise würde ich niemals allein in ein Café gehen. Aber diesmal blieb ich stehen. Ich holte tief Luft und ging hinein. Das Café roch nach Kaffee und warmem Brot. Leise Musik spielte im Hintergrund, während die Menschen um mich herum redeten und lachten. Am Anfang fühlte ich mich nervös, allein dort zu sitzen. Doch nach einer Weile änderte sich etwas. Niemand verurteilte mich. Niemand verglich mich mit jemand anderem. Ich war einfach nur Emma. Und irgendwie fühlte sich das genug an. Ein paar Wochen später rief mein Vater mich an einem Sonntagmorgen an. »Wie geht es dir?« fragte er sanft. »Mir geht es okay«, antwortete ich ehrlich. »Eigentlich geht es mir besser.« Es entstand eine kurze Stille, bevor er widersprach. »Deine Mutter vermisst dich.« Mein Herz wurde ein wenig weicher, als ich diese Worte hörte. »Wirklich?« fragte ich leise. »Ja«, antwortete er, »sie weiß nur nicht, wie sie es sagen soll.« Ein paar Tage später kehrte ich zum Abendessen nach Hause zurück. Vor dem Haus zu stehen fühlte sich seltsam an. Alles sah genauso aus wie früher, aber innerlich fühlte ich mich völlig anders. Als mein Vater die Tür öffnete, umarmte er mich fest. Auch Lilly lächelte und zog mich in eine Umarmung. Dann sah ich meine Mutter still in der Küche stehen. Für einen Moment sagte keiner von uns etwas. Schließlich sah sie mich an und sagte leise: »Ich habe deine Lieblingssuppe gemacht.« Es war nur ein kleiner Satz, aber er bedeutete mir so viel. Das Abendessen fühlte sich zuerst unangenehm an, doch langsam wurde das Gespräch leichter. Später an diesem Abend fragte meine Mutter, ob wir allein reden könnten. Wir saßen still zusammen im Wohnzimmer. Nach einer langen Pause sprach sie schließlich. »Mir war nicht klar, dass du dich so allein gefühlt hast«, gab sie zu. Ich hörte aufmerksam zu. »Ich dachte, du wärst stark, weil du dich nie beschwert hast«, fuhr sie fort. »Ich dachte, du bräuchtest weniger Aufmerksamkeit.« Sie blickte auf ihre Hände hinunter. Aber ich lag falsch. Meine Augen füllten sich mit Tränen. Dann sagte sie etwas, das ich seit Jahren hatte hören wollen. »Es tut mir leid, Emma.« Ihre Stimme zitterte leicht. »Ich wollte nie, dass du dich weniger geliebt fühlst.« Zum ersten Mal glaubte ich ihr wirklich. Nicht, weil plötzlich alles perfekt war, sondern weil sie endlich versuchte, mich zu verstehen. Als ich in dieser Nacht in meine Wohnung zurückkehrte, setzte ich mich ans Fenster und betrachtete die Sterne draußen. Das Leben war immer noch nicht perfekt, aber jetzt fühlte ich mich leichter, stärker. Ich verstand endlich etwas Wichtiges. Still zu sein macht einen Menschen nicht unwichtig. Und Liebe zu brauchen macht einen Menschen nicht schwach. Ich lächelte leise vor mich hin, während die kühle Nachtluft durch das Fenster hereinströmte.
Ich lebte nicht länger als der Schatten von jemand anderem. Ich lernte endlich, ich selbst zu sein. Und zum ersten Mal in meinem Leben fühlte sich das genug an. Danke, dass du dir Zeit genommen und diese Geschichte bis zum Ende angehört hast. Ich hoffe, diese Geschichte hat dir geholfen, dich zu entspannen, Deutsch zu lernen und etwas Echtes zu fühlen. Wenn dir die heutige Geschichte gefallen hat, vergiss nicht, das Video zu liken und German Tales zu abonnieren, um weitere einfache und bedeutungsvolle Geschichten zu hören. Pass gut auf dich auf und wir sehen uns in der nächsten Geschichte.